Musst dir endlich Zeit und Motivation finden, damit du mal anfängst, die Kingster-Quests zu farmen. Choral-Quests, wo man Geeks besiegen muss, werden so triggernd sein bei der Konkurrenz. Ja, musst halt abgefuckte Uhrzeiten wählen. So ganz früh am Morgen oder so. Vormittags. Unter der Woche nachts. Dann wird schon gehen. Ultimate Jewel Box Number 1. Let's go. Schon 50% von dem gedroppt, was ich gestern gedroppt habe. Ob die Quests jemals überarbeiten? Ich weiß nicht. Der Vorteil von Coral Island Quest Bossen oder Giants ist halt, die werden irgendwann irrelevant sein. Herneswaffen werden irgendwann nicht mehr so viel wert sein. Und in etwas fernerer Zukunft werden ja neue Waffen released werden. Also grundsätzlich müsste es jetzt eigentlich schon so sein. Also mal angenommen, also ich persönlich habe schon gesagt, theoretisch könnte der Battle of Madrigal aus noch einem dritten Teil bestehen sozusagen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, was sollte jetzt noch kommen. Also alles, was sie jetzt noch machen würden, könnten sie auch einfach als ein neues Update verpacken. Das wäre, glaube ich, echt lächerlich, wenn das immer noch Battle for Madrigal dann wäre. Weil es ja an für sich auch scheißegal ist, wie es heißt, aber ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt diesen Dungeon. Und meine Prediction ist, wenn jetzt nichts mehr passiert in irgendeiner Form, also kein Update mehr oder sonst irgendwas, und ich meine, wie gesagt, warum soll jetzt noch ein Update kommen? Wäre irgendwie voll unlogisch. Dann denke ich, dass Herneswaffen halt komplett einbrechen werden. Man merkt es jetzt schon so ein bisschen. Ein paar Leute verkaufen ihre Herneswaffen plötzlich. Wie der eine Typ, ich meine, gut, ist auch ein bisschen unlogisch, keine Ahnung. Kann man jetzt vielleicht nicht als Paradebeispiel nehmen. Aber gestern oder vorgestern stand zum ersten Mal einer mit einem Hernes-Stuff, Meteor-Shower-Erweckung, halbwegs gute Base-Slots, aber an für sich eine Trash-Waffe, Ulti +1 und nicht mal 10 A-Karten und so. Also mittelmäßige Waffe, I guess. Bis auf die Base-Rolls, die sind ganz okay. Und gestern 6 Milliarden oder vorgestern, heute 4,5 Milliarden. Und ist ja nicht der erste, zumindest auf Totemia war es, glaube ich, auch so, also auf Broding weiß ich jetzt nicht. Aber auf Totemia auch plötzlich Hernes-Äxte voll günstig zu kaufen. Und der Trend wird weitergehen. Der Trend wird definitiv weitergehen. Und das heißt, Giants, dadurch, dass du ja beim neuen Boss die Waffen viel besser droppst als bei den Giants, werden da schon irgendwann irrelevant werden. Also für Leute, die die Quest machen wollen, ungestört und die Giants suchen und so, wird es dann irgendwann keine wirkliche Rolle mehr spielen, dass die theoretisch Herneswaffen droppen und die dafür theoretisch gefarmt werden könnten, aber es macht dann halt irgendwann keiner mehr. Und wie gesagt, dann wird es ja irgendwann auch zwangsläufig so sein, muss ja so sein, dass irgendwann mal ein neues Update kommt, wo neue Waffen released werden und dann sind ja Herneswaffen sowieso nicht mehr die besten Waffen im Spiel. Und dann werden sie zwar nicht irrelevant, also vor allem auf FEC und so werden sie nicht irrelevant, aber auf Borodeng schon irgendwie. Weil ich meine, auf Borodeng, warum sollst du zum Beispiel Bloody-Waffen, bestes Beispiel, farmt ja eigentlich auch keiner mehr wirklich oder ist keiner mehr so richtig dahinter, weil es ja eben schon längst bessere Sachen gibt. Und es gibt schon so ultra viele Bloody-Waffen. Und genauso wird sich das bei Hernes wahrscheinlich auch entwickeln. Also Hernes wird zu Bloody 2.0, denke ich. Es wird halt nur ein bisschen länger dauern. Und zum Beispiel beim FEC-Server und so werden Hernes-Waffen natürlich immer noch wieder einen ganz anderen Stellenwert haben als Bloody, weil man sie halt viel länger braucht. Und vor allem AOE-Klassen haben natürlich einen anderen Bezug zu Hernes. Hernes hat halt immer diesen Vorteil mit dem Waterbomb-Effekt, deswegen werden sie niemals komplett irrelevant werden. Außer halt, es werden komplette Gegenstücke zu Hernes entwickelt, die dann den gleichen Effekt haben und bessere Werte. Irgendwie so.
Also auf dem FEC-Server wird es wieder ätzend, keine Frage. Also wenn sie neue Waffen releasen würden, würden sie die Giants erstmal auch wieder contested sein, wenn jeder die Quests macht, keine Frage. Aber das wird sich dann auch langfristig widerlegen. Muss man halt mit den Quests einfach ein bisschen warten, wenn man sie ungestört machen will. Oder halbwegs ungestört. Aber auf Bodeng wird es definitiv so sein. Ein paar Monate warten und Hernes und generell Giants, die die Hernes-Waffen droppen, wird alles nicht mehr so relevant sein. Close. Very, very close.